Es gibt eine Kennzahl, die entscheidet, ob du deine Ads skalieren solltest oder ob du es lieber bleiben lassen sollst. Die meisten schauen tatsächlich immer an die falsche Stelle, wenn sie ihre Ads optimieren wollen. Denn beim Performance Marketing zählt nicht nur die Klickrate, nicht nur die Kosten pro Lead, sondern es gibt dort etwas, was auf einen Blick dir zeigt, ob du deine Anzeigen hochfahren kannst, ob du skalieren kannst oder ob du lieber noch in den Details schauen solltest, um weiter zu arbeiten. Und genau darum geht es in diesem Video. Die meisten sind, wenn sie ihre Ads optimieren wollen, irgendwo hier unterwegs im Werbekonto. Und dann schaut man sich natürlich die Kennzahlen an, die hier so drin stehen. Das heißt, die meisten schauen dann natürlich hin, wie viel bezahle ich denn pro Kauf, wie viel bezahle ich denn hier unten pro Lead zum Beispiel. Oder wie ist mein CPM, wie viel Klicks kriege ich rein, wie ist die Klickrate und diese ganzen Dinger, die letzten Endes Detailsachen sind. Aber es gibt etwas, was viel, viel entscheidender ist als diese Dinge. Es sind eigentlich zwei Kennzahlen, aus denen sich eine Ratio, ein Verhältnis berechnen lässt und das sagt dir genau, an welchem Punkt du stehst, ob das gerade gesund ist, ob das problematisch ist, ob du hochfahren solltest, hochskalieren solltest, ob du noch warten solltest, ob du noch optimieren solltest und das ist das CLV zum CAC Ratio, wenn man es mal im coolen Englisch sagt. Die Bedeutung da ist aber relativ simpel. Das hier sind die zwei Kennzahlen, aus denen wir unser Verhältnis berechnen wollen. Einmal der CAC, das ist die Cost per Acquisition, also wie viel bezahle ich, um einen Neukunden zu generieren, wie viel investiere ich in Werbung, um einen neuen Kunden zu bekommen. Und das ist ganz leicht ausgerechnet, Werbebudget geteilt durch Neukunden, die entstanden sind dadurch, fertig. Auf der anderen Seite steht der CLV, der Customer Lifetime Value, also wie viel nehme ich ein pro Kunde über die Lebenszeit von Kunden, also solange wie der bei mir Kunde ist, wie viel nehme ich da im Schnitt ein pro Kunde. Und wenn ich die beiden Kennzahlen habe, kann ich sehr, sehr spannende Dinge berechnen. Denn ganz oft, wenn man vorher sich nur Werte angeschaut hat, wie was bezahle ich überhaupt, was nehme ich direkt ein, sagen wir, ich habe ein Produkt, einen günstigen Kurs, den verkaufe ich für 30 Euro und ich zahle am Ende 50 Euro in Werbung, damit jemand einen 30-Euro-Kurs kauft. Sieht das erstmal schlecht aus. Wenn ich dann aber sehe, dass diese Kunden mir im Gesamtzeitraum im Durchschnitt 110 Euro einbringen, und ich gebe 50 Euro aus, um diesen Kunden zu gewinnen, dann ist das natürlich schon deutlich, deutlich schöner, weil dann weiß ich auch, dass ich hier profitabel bin. Bloß, ich muss die Zeit berücksichtigen natürlich, indem ich das Geld zurückkriege, aber ich bin auf jeden Fall profitabel und kann hier rein investieren und das erlaubt es dir, wenn du das weißt, selbst in hochkompetitiven Märkten erfolgreich Performance Marketing zu betreiben. Es gibt dazu ein schönes Zitat von Dan Kennedy, der hat mal gesagt, "He who can spend the most to acquire a customer wins." Wer am meisten ausgeben kann, um einen neuen Kunden zu gewinnen, der gewinnt. Ja, also ist im Deutschen ein bisschen schwierig. Aber wer am meisten ausgeben kann, um profitabel einen neuen Kunden zu akquirieren, der gewinnt, der setzt sich durch in seinem Marktbereich. Ist ganz, ganz logisch, aber die meisten vergessen das, weil man bei Ads immer so ein bisschen verleitet wird, zu sehr in die Details zu schauen, zu sehr in Impressionen zu denken, in Klicks zu denken, in Klickraten, vielleicht Conversion Rate von einer Landingpage anzuschauen und, zu gucken, welches Bild funktioniert besser und das hat alles seine Berechtigung. Allerdings musst du erstmal überhaupt wissen, wie viel kann ich denn überhaupt ausgeben, um Neukunden zu generieren. Nur wenn du weißt, wie viel wirklich so ein Kunde für dich wert ist, dann kannst du auch wirklich damit arbeiten. Und wir können das Ganze hier mal durchspielen. LTV, CAC, Ratio, das ist die Kennzahl, die entscheidet, ob eine Kampagne halt nur gut aussieht oder ob man sie auch wirklich skalieren kann, ohne dass am Ende das alles umkippt und du mit großen Verlusten dastehst. Und das hier ist jetzt ein Rechner, der das Ganze einmal darstellt. Das Zielwert sollte 3:1 sein, also Faktor 3. Du willst, dass der Lifetime Value dreimal so hoch ist wie die Kosten, um einen neuen Kunden zu akquirieren. Das ist das Ziel. Und ganz, ganz wichtig, bei den Kosten nicht nur Werbebudget reinrechnen, sondern wenn du es wirklich gut haben willst, wirklich gut ausgerechnet, sauber ausgerechnet haben willst, dann solltest du natürlich auch Agenturkosten, Dienstleisterkosten, Tools, irgendwelche Gebühren und so weiter, alles mit reinrechnen und auch eben beim Lifetime Value nicht den reinen Umsatz rechnen, sondern da auch wirklich deine Kosten berücksichtigen, also wirklich das, was übrig bleibt am Ende der Deckungsbeitrag. Nicht Produktionskosten oder sowas ignorieren, sondern alles, was damit bei ist. Wenn du digitale Produkte hast, ist das relativ wenig. Wenn du Beratung anbietest, ist es noch weniger in den meisten Fällen, was da abgezogen werden muss. Aber du willst wirklich das haben, was am Ende bei dir landet, geteilt durch das, was wirklich bei dir rausgeht. Denn nur dann hast du da einen realistischen Wert und ansonsten orientierst du dich an falschen Zahlen. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, wir haben hier jetzt ein Lifetime Value pro Kunde von 10 Euro drin und Akquirierungskosten CAC
pro Kunde von 50 Euro. Damit sind wir hier in einer Verlustzone, also die ist schon 0,2 ist hier das Verhältnis und das ist natürlich dann der rote Bereich. Das heißt, in dem Bereich solltest du auf jeden Fall das Ganze stoppen, weil du hier pro Neukunden mehr, also jeder Neukunde kostet dich mehr, als er dir einbringt. Also Budget runterfahren und arbeite erstmal an deinem Angebot, arbeite am Preis, am Funnel. Da musst du wirklich grundlegend was überarbeiten, wenn du hier ja, so weit weg bist vom Ziel. Es gibt dann 2 Seiten, auf denen du natürlich arbeiten kannst. Du kannst sagen, okay, ich erhöhe jetzt hier mein Lifetime Value, ich erhöhe jetzt das, was ich verdiene pro Kunde. Dann ist man irgendwann schon hoch, hier bei 1,0, ne? Das ist kritisch, weil wenn du genau 1:1 deckungsgleich arbeitest, machst du halt keinen Gewinn. Und ohne Gewinn kannst du auch nicht arbeiten. Das heißt, hier kannst du es natürlich halten, eine Akquise trägt sich gerade so, aber am Ende wirst du damit keinen Gewinn machen und das wird dich dann auch auffressen. Deswegen ist das auch immer noch kritisch. Ne, wenn wir jetzt selbst sagen, okay, wir arbeiten jetzt hier an der Akquirierungskosten, neue Bilder, neue Creatives, testen neuen Funnel, senken unsere Kosten für Neukunden, dann kann man das Ganze hier natürlich steigern. Und du siehst, es verschiebt sich immer weiter, umso günstiger wir hier Neukunden gewinnen. Hier haben wir halt eine Marge von 20 Euro pro Kunde, was immer noch sehr, sehr wenig ist. Das heißt, das Ziel ist halt wirklich, auf das Dreifache zu kommen. Das wäre zum Beispiel hier, wenn wir jetzt 30 Euro ausgeben, um neuen Kunden zu gewinnen und 90 Euro über die Lebenszeit des Kunden gerechnet einnehmen. Dann sind wir hier in einem Bereich, wo es wirklich Spaß macht. Ab hier kann man skalieren, da ist genug Marge da, weil meistens ist es auch so, wenn du skalierst, verschlechtert sich die Marge, also die Marge verringert sich, weil Skalierungseffekte auftreten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du hier erstmal stabil aufgestellt bist, nämlich hier beim Verhältnis von 3 oder ROAS von 3 wird auch manchmal angenommen, ist noch ein bisschen ein anderer Wert, aber wenn du dieses Verhältnis dir anschaust, dann hast du hier wirklich das, was du brauchst, was du wissen musst, um das Ganze hochzufahren. Und wenn man es weiter optimiert, ist man irgendwann in dem blauen Bereich hier unterinvestiert, wird er hier genannt. Das heißt, da hast du schon eine unfassbar gute Marge, die ist eigentlich schon zu gut. Das heißt, du investierst viel zu wenig in die Werbung. Das heißt, entweder hast du irgendwo einen Rechenfehler drin oder dir ist gar nicht klar, wie viel du hier an Potenzial liegen lässt. Oder hast vielleicht irgendwelche Delivery-, Fulfillment-Probleme und kannst gar nicht so viele Kunden bedienen. Das kann auch sein. Das ist halt ein Angebotsthema, dass du dein Angebot skalierbarer machen musst. Aber das ist einmal so grob, dass du ein Gefühl dafür kriegst, wie das Ganze funktioniert. Hier sind die 4 Zonen auch nochmal dargestellt. Wie gesagt, wir haben die Verlustzone, wenn es niedriger ist als 1. Wir haben den kritischen Bereich von 1 bis 3, den gesunden Korridor von 3 bis 5 und unterinvestiert, wenn es höher als 5 ist. Das heißt, da muss man dann entsprechend schauen, wo wollen wir da hin. Und das Ziel ist natürlich erstmal immer der gesunde Korridor zu sein. Wenn du hier oben bist, dann musst du mehr investieren und deine Angebote vielleicht umstrukturieren, um mehr Kunden annehmen zu können, damit du dann irgendwann wieder hier landest. Weil das ist der Bereich, wenn du da drin bist, hochskalieren kannst und in diesem Bereich bleibst, das ist genau das, wo halt auch große Unternehmen sehr erfolgreich dann ihr Marketing betreiben und du wirklich gut skalieren kannst ohne Probleme. Und bei den Ads gibt es da verschiedene Stellschrauben. Ich habe es oben schon ein bisschen gesagt, wir können natürlich auf der einen Seite den CAC senken, also die Akquisekosten senken, indem wir zum Beispiel verschiedene Creatives testen, neue Bilder, neue Videos, gucken, was das bringt. Das ist ein sehr, sehr großer Hebel bei Ads. Du kannst aber auch zum Beispiel die Landingpage optimieren, da die Conversion-Rate stärker machen. Halt nicht nur schauen auf den Klickpreis, sondern wirklich auch, was zahle ich hier am Ende für Neukunden. Und natürlich schwache Creatives, schwache Zielgruppen und so weiter rausnehmen. Auf der anderen Seite kann man den LTV erhöhen, also den Kundenwert noch erhöhen, indem man zum Beispiel Orderbumps, Upsells einbaut, also weitere Zusatzangebote, wenn die Leute kaufen, direkt im Anschluss halt an den Kauf oder während des Kaufs schon, um den durchschnittlichen Bestellwert hochzubringen. Du kannst aber auch die Wiederkaufrate erhöhen oder die Retention, das bedeutet, dass die Leute länger bei dir bleiben, anstatt immer nur Neukunden zu gewinnen. Das heißt, da den Fokus drauf zu legen, wirklich deine Bestandskunden neue Angebote zu präsentieren, in die nächsten Stufen zu bringen, weiterzuentwickeln, Premium-Angebote auch dabei zu haben, für die, die mehr wollen, für die, die noch mehr Unterstützung von dir haben wollen und das Ganze eben wirklich mal durchtesten, um wirklich da dann einen sauberen
Aufstieg der Kunden auch zu ermöglichen. Ich nenne das Ganze Ascension, weil du wirklich möchtest, dass die Kunden mit dir weiter wachsen, dass sie durch deine Angebote, durch deine Produkte immer weiter und weiter kommen und du quasi ihnen hilfst, von A nach B zu kommen. Und wenn sie an B angekommen sind, sagst du, super, jetzt habe ich hier noch was, das hilft dir von B nach C. Hier habe ich noch was, das hilft dir von C nach D und so weiter, bis sie dann am Ende bei ihrem wirklichen Ziel angekommen sind. Aber meistens ist es halt so, wenn man ein Problem gelöst hat, tauchen wieder neue Probleme auf und genau da kannst du natürlich weitere Angebote dann platzieren. Budget kannst du natürlich auch steuern, was auf beides wirkt, ne? Also skalieren dann, solange die Ratio über 3:1 ist. Und hier wichtig auch die Kanäle, also wenn du nicht nur bei Meta-Werbung schaltest, sondern auch noch bei YouTube oder anderen Kanälen, auch da mal schauen, wie rechnet sich das? Oder wenn du Geld investierst in Team oder deine eigene Zeit in Social-Media-Kanäle, da auch mal zu gucken, rechnet sich das überhaupt? Und dafür kannst du dir auch diese Ratio anschauen. Und dann noch 2 Dinge zum Abschluss, die hier nochmal am Ende auch erwähnt werden, weil sie so wichtig sind. Der LTV wird auf Umsatzbasis gerechnet. Das ist halt ein Fehler, sondern du solltest mit dem Deckungsbeitrag berechnen. Hatte ich oben schon einmal klar gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, weil da ist halt wirklich ein Fehler drin. Wenn du den Fehler nicht auf dem Schirm hast, dann rechnest du mit falschen Zahlen, denkst, du bist profitabel, machst das weiter und weiter und weiter und treibst dich in den Ruin im schlimmsten Fall. Also wenn du einen sehr guten Wert hast, profitabel bist und so weiter, dann fällt das noch nicht so auf. Aber wenn du halt in einem kritischen Bereich irgendwo bist, bei plus minus 0, also oder in dem Ratio zu sprechen, bei 1:1, dann ist es schwierig, weil du denkst, du bist profitabel oder bist wenigstens bei plus minus 0 und am Ende verlierst du aber ständig Geld. Und wichtig ist natürlich hier, diese Ratio sagt nichts über den Zeitpunkt, denn der Customer Lifetime Value ist über einen langen Zeitraum gerechnet. Und wenn jetzt bei dir die Kunden im Schnitt über 3 Jahre, sagen wir mal 1.000 Euro ausgeben, dann ist das schön und gut. Allerdings, wenn du dann in einem Monat 1.000 Euro Werbebudget ausgibst und dann eben diese komplette Zeitspanne warten musst, bis das Geld wieder zurück ist, dann kannst du da in Cashflow-Probleme bekommen. Das heißt, du solltest auch da, wird CAC-Payback-Periode genannt. Letzten Endes bedeutet das, behalte im Blick, wie lange dauert es, bis du das Geld, was du investiert hast, in die Akquise auch wieder zurück hast. Denn basierend auf dieser Zahl kannst du halt entscheiden, wie viel Budget kann ich jetzt reinstecken. Passt das mit meinen Einnahmen, damit ich auch wirklich das weiter durchhalten kann, weil wenn du ein laufendes System hast, willst du natürlich konstant Werbung schalten, konstant weiter neue Kunden generieren und du willst nicht, dass dir irgendwann das Geld ausgeht, weil deine Kunden erst in ein paar Monaten oder in einem Jahr wieder zahlen bei dir. Deswegen behalte das im Blick, damit du wirklich auch konstant arbeiten kannst. Wenn du diese Zahlen hier im Blick hast, dann weißt du ganz genau, was du tun solltest, ob du hochfahren solltest, skalieren solltest, ob du runtergehen solltest, ob du optimieren solltest und genau dazu findest du hier auf dem Kanal ja auch noch jede Menge andere Videos. Deswegen vielen Dank, dass du dir das Ganze angeschaut hast. Wenn du dir das hier ja wirklich mal zu Herzen nimmst, berücksichtigst, für dich ausrechnest, wirst du sehr große, sehr wichtige Erkenntnisse haben. Deswegen wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, dein Michel.